Wir rufen ein Taxi. Taxi! Yeah, baby. Hey, bud, where we going? So. Wedding ready, Caesar's Palace. Come and go. Hey, Gehen wir mal dahin. you got vodka? Let me have a sip of that. That's delicious. Hey, thanks for the drinky drink. Uh-oh, Larry. Der hat den Schnaps von uns getrunken. Let that be a lesson to you, Larry. The cabbies in this town are notorious drunks. Never enter a cab carrying anything that's obviously alcohol. War das jetzt unser erster Tod? Aber den Tod hat man gar nicht gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus dem ersten Teil, also aus dem DOS-Teil. Da war das immer so, dass wenn man irgendwas Dummes angestellt hat und Larry ist gestorben, dann hat man so eine geheime Fabrik gesehen, die hier unter der Straße liegt. In der wurde ein neuer Larry gemacht und der kam dann hier aus dem Gully wieder hochgefahren. Bear likes you. How nice. Aber ich weiß nicht, ob die Sequenz hier drin ist oder ob die rausgelassen haben. You give yourself a quick pat down. Got my wallet. Nein. It feels like Ach, Digga, ich hasse das. Ich will mir das Objekt angucken und er steht davor. you peer inside the storm drain. There's nothing inside it worth fishing out. You reach into the storm drain and feel around. Jimmy Hoffa's dead body, some box with the name Al Capone on it, and an aviator cap that says Amelia. Nope, nothing interesting. Amelia Earhart? Wirklich? Cool. Gut, ist der Alkohol jetzt leer oder nicht? Das ist jetzt ein Problem. Jetzt kann ich das Taxi ja gar nicht mehr benutzen, bis ich den Wodka nicht irgendwie verbraucht habe. Sehe ich das richtig? Ich kann das Taxi jetzt nicht benutzen, bis der Wodka nicht weg ist. You can neither pull down the fence nor climb over it. You can simply admire it for what it is. Was können wir denn... Was können wir denn dann mit dem Wodka machen? Kann man den wegkippen? You're not authorized to put anything in this dumpster. Das ist blöd. Was können wir denn mit dem Wodka machen? Holy cannoli. It smells like a fire hydrant just walked in here. Der trinkt den ja nicht. What are you, some kind of white Russian? You put it on the door, then quickly take it off before it becomes contaminated. It's the 5-second rule. Wegkippen? Don't use your possessions here. This room's a disease vector. Don't use your possessions here. This room's a disease vector. Wie können wir denn den Alkohol jetzt loswerden? You give yourself a quick pat down. Got my wallet? Comment. Ich kann Lefty's Bar nicht verlassen, weil ich den Alkohol dabei habe. This isn't one of those fish that flops and sings. It just hangs there and you can't do anything with it. A feeling not entirely unfamiliar to you. Ha. It's a grouper. Its turn-ons include swimming at the beach, quiet times, and not being mounted on a plaque. It goes around in circles, just like your life.
Habt ihr eine Idee, wie ich den Wodka loswerden kann? No thanks, I don't drink. The stuff they serve in here is like sewer water. Du servierst es doch. Du servierst es doch. Schokolade für die Dame. Nobody seems the least bit interested in this candy. Hm. You rap loudly on the Naugahyde door. Yeah? What's the password? Dass wir die Parole jedes Mal neu sagen müssen, ist ein bisschen blöd. You read off the strange password you discovered in the John. Ken sent me? There are no other toys you're interested in taking from the cabinet. They're all either too complicated, too scary, or require too much gymnastic ability. Butt bottles are highly collectible and very valuable, but since you don't know that, it's useless to you. Forget about it. You have no reason to even attempt to stash that in the butt bottle. You have no reason to even attempt. Ja, ist jetzt ein Problem, oder? Wir können die Bar nicht verlassen. Das heißt, wir müssen hier erstmal irgendwie weitermachen, oder wie? You can't just walk around proposing to everyone. Wait till someone asks you for a ring. Das Fenster geht auf. Weißt du, was ich versucht habe? Got my wallet, got my breath spray, and I'm filled with Vitamin Larry. Come and get me, ladies. Weißt du, was ich versucht habe? Moment. Kommen wir zurück. Ich habe versucht, dieses Fenster aufzumachen. Dieses hier oben. Das hier vorne. Das, was zu uns schaut. Dieses Fenster habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Jetzt bin ich reingekommen und sehe da ist noch ein Fenster. Guck mal, hier ist noch ein Fenster. Ich habe das kleine Fenster gar nicht gesehen. Oh, das ist ein Wahnsinn. Ich habe das große Fenster gesehen, aber das kleine nicht. Alter Schwede, ey. Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. There are some sort of pills in the window of that rear apartment. Ooh, maybe something to make me more virile or studly? Maybe something that'll help me stay up all night long. Please stop. So I don't have to make the usual splint out of You say one thing, then repeat it 5 times. I saw it. Let me play, please. I was talking about something else. Please let me finish talking, okay? Jetzt habe ich das verpasst. There are some sort of pills in the window of that rear apartment. Ooh, maybe something to make me more virile or studly? Maybe something that'll help me stay up all night long. You know, so I don't have to make the usual splint out of rubber bands and popsicle sticks. There's only one way to find out. Get those pills. Ja, wir müssen sie haben. Wir brauchen die Pillen. They're on the other side of that closed window. You'll have to find a way to get down to them. Ja, und jetzt springen wir. Nein? Say, you might have a new career in dumpster diving. Hey, look at this. Ein Hammer. With one perfectly good hammer with just a little bit of mystery goo on the handle. Du nimmst den Spruch ab in die Tonne wirklich wörtlich, Larry. Dafür, dass du dich vom Balkon in den Container stürzt und dir den Hammer holst. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Ein Hammer, was können wir denn damit machen? Obwohl du bei Mechaniktest an der Highschool
Gibt einen Mechaniktest an der Highschool? Gut, wir hatten Werkunterricht. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch hat. Wir hatten noch richtig Werkunterricht. Und auch so ein bisschen, wie hieß denn das? Vor dem Werkunterricht hatten wir noch, nicht Heimatkunde, das ist Unfug, das ist Geografie. Wie heißt denn das? Heimwerk? Nee, nicht Heimwerken. Ich komme nicht drauf, aber wir haben Nähen gelernt. Ja, wir haben Nähen gelernt. Nähen, also, ich weiß nicht. Heimwerken? Nee, anders. Es war auch nicht Kunstunterricht. Kunst war wieder was anderes. Also wir haben Nähen und ein bisschen andere Sachen, ein bisschen Kochen und so ein Zeug auch gehabt. Und dann hatten wir dann auch irgendwann Werkunterricht. Wo wir dann auch was aus Holzsachen gebaut haben, teilweise aus Metall. Wir haben ein bisschen Löten gelernt, also so Kleinigkeiten halt. Ne? Also jetzt auch kein Feinlöten wie bei Elektronik oder so, aber einfach nur so ein bisschen Metallstücke zusammengelötet und so. Wir haben aus Metall ein kleines Schloss gebaut. Also richtiges Schloss, mit dem man dann auch Sachen verschließen konnte, aber ohne einen Schließmechanismus, einfach nur mit so einem Drehding, was dann aufging. Und so, wir haben viel Zeug damals gemacht. Ich glaube, das macht man heutzutage gar nicht mehr, oder? Ist keine Zeit mehr für, ist kein Geld mehr für. Wir haben im Sportunterricht Fahrradfahren gelernt. Wir sind da irgendwie ein paar Wochen lang, einmal die Woche, ein paar Wochen lang immer wieder zu so einer Fahrradschule, wo man so ein bisschen Theorieunterricht, ein bisschen Praxis und dann irgendwann haben wir so einen Fahrradschein bekommen. Wir haben Schlittschuhlaufen gelernt im Winter und im Sommer Inlineskates. Auf der gleichen Bahn quasi. Im Sommer war das einfach nur Beton und im Winter haben die das hier zugeeist. Wir hatten Schwimmunterricht. Ich glaube, das meiste davon macht man heutzutage gar nicht mehr, weil einfach überall gespart wird. Aber ich fand das toll, dass wir damals so viel Zeug gelernt haben. So, jetzt. Obwohl du beim Mechaniktest an der Highschool nur 28% der möglichen Punkte geholt hast, bist du dir ziemlich sicher, dass das hier ein Hammer ist. Ja. Du versuchst den Griff in zwei zu brechen und den Kopf abzuschrauben. Du scheiterst erwartungsgemäß an beidem. Bist aber zuversichtlich, dass du das Ding noch früh genug kaputt machen oder verbummeln wirst. Warum wollen wir es kaputt machen? Das ist die Frage. Warum kaputt machen? Die Pillen in den Drink rein? Das wäre interessant. Das wäre interessant. Das könnten wir mal probieren. Wir gehen jetzt mal mit dem Hammer wieder auf den Balkon. Und dann schmeißen wir den vielleicht. Hauswirtschaft. Jetzt weiß ich wieder. Hauswirtschaft, so hieß das doch, glaube ich, oder? Ein bisschen kochen und nähen lernen. Hauswirtschaft hieß das, glaube ich. Hatten wir aber auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr oder irgendwie sowas. Eine Stunde die Woche oder sowas. Also es war nicht lange. Und dann, den Rest der Zeit war dann halt Werken. Die nächsten Jahre dann. Ich glaube, Hauswirtschaft hieß das. Yeah? What's the password? You read off the strange password you discovered in the John. Ken sent me? Der Hund? Don't leave anything on the stairs where some drunken John is liable to step on it. Du denkst, der Hund kann uns helfen? Sollen wir den Hammer werfen und der soll uns den wiederholen, oder was? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wir können es probieren. Aber erstmal möchte ich den Hammer probieren. Up, and away! Ja, es geht. Hä? Well,
Well, that was bound to fail. As your life drains away, your final thought is, why does the street taste like my duodenum? Next time, maybe you need to find a way to prevent yourself Haben wir ihn getötet? from ground. Wir haben ihn getötet. Und hier ist die Fabrik. Die Larry-Fabrik. Ja, unser erster Tod. Our first death. We need a new Larry. Wir brauchen wieder einen neuen Larry. Sieht das scheiße aus. Im Original war das so eine Fließbandfabrik. Wir bräuchten quasi was zum Weichlanden, oder? Wir bräuchten irgendwas, um weich zu landen. Oder um sicher, ohne zu fallen, runterzuklettern. Aber was? Irgendwo so eine aufblasbare Sexpuppe oder sowas. You yank on the fire escape for a moment. Such simple pleasures. Hm. Müssen wir es echt mit dem Hammer machen, hm? Damit es überhaupt geht. That doesn't work with the fire escape. Das mit dem Hund klang interessant. Paint out of the wall, exposing another millimeter of lath. Der Vorschlag mit dem Hund klang interessant. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie machen können. Ja, das Problem ist ja, ich kann den Screen nicht verlassen. Weil der Taxifahrer dann immer den Alkohol säuft. Oder kann man hinlaufen? Ach, guck A mal. sense of foreboding washes over your heart when your eyes slowly examine this dark alley. Ich habe einen neuen Screen gefunden. Seems to be just outside every public area in Lost Wages. Du hast dich selbst immer als Liebhaber und nicht als Kämpfer begriffen. Für eine Tracht Prügel vom Schläger. Larry, didn't your mother ever warn you about going into dark alleys? Wo ist denn eigentlich mein Wasser? Da ist mein Wasser. Ja. Hä? Apples, apples, apples for sale. Get your fresh apples here, only $1. You know, most guys look kind of shapeless and dumpy in a barrel, but this guy really carries it off. Apple? Just $1. I'll call you. Hey, mister! I presume it's mister. I can't see under your barrel. The name's Tim. Tim Tibbetts. And you are? Larry? Larry Laffer? What's your question, Larry? Well, I see you're wearing a barrel, and I figure this can only mean one thing. You're going to go over Niagara Falls. Interesting. Furthermore, since Lost Wages is near the West Coast and Niagara Falls is near the East Coast and you're already in the barrel, you must be super wealthy. They'll never let you on a commercial airliner dressed that way. Your mind works in strange and mysterious ways, Larry. Actually, I'm broke. That's why I'm dressed this way. Wanna buy an apple? Let me think Yep. about it. It would be kind of cool to buy an apple from a really rich guy. Apple. Wir kaufen einen Apple von Steve Jobs. Here's $1. I'll take an apple. Thank you, sir. Here you go. Yeah, baby. Mal angucken. Dieser Red Delicious eignet sich nicht für deinen
Granny Smith. Was? Aber jemandem mit einem Macintosh könnte er gefallen. Also Red Delicious und Granny Smith sind Apfelsorten. Und Macintosh ist, denke ich, klar, ne? Das ist von Apple. Das sollte, also ein Mac kennt ihr ja. Du überlegst, ob du die Blätter abrupfen sollst, aber der Apfel ist mit Blättern einfach deutlich pittoresker. Findest du nicht? Pittoresk. Bildlicher, schöner. Kann ich mit dem Hammer vielleicht den... Hurling stuff at Lefty's fence will get you all the wrong kinds of attention. Kann ich mit dem Hammer vielleicht den Schläger verprügeln? When you get hit with falling glass, don't come whining to us. Don't go putzing about with the Lefty sign. That's what townies do. Der macht uns einfach so platt. Larry, didn't your mother ever Wir brauchen wohl erst irgendwas. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Mal gucken, ob der Hund kommt. Und dem Hund könnten wir dann vielleicht den Hammer anbieten. So zum Hol oder so. Oder den Apfel. Aber einen Apfel verstehe ich nicht, warum der Hund einen Apfel möchte. Wuff, wuff. You have nothing that interests Bear, and lost wages is fresh out of sausages. You have nothing that interests Bear, and Gibt lost keine wages Leckerlis. is fresh out of sausages. You bend down to reach for Bear, then you remember the old rule your mother taught you. Once you turn 60, never trust a fart. Then you also remember some piece of advice she gave you about never going near a strange dog. Okay. Schade. Ach, hier schon wieder. Gandalf. For President. Larry. Ja, was können wir denn mit dem Apfel machen? How many dead teeth do you have in that mouth anyway? Vielleicht einen Apfel anbieten? That won't do anything to help you with this lady, Larry. Better move on to more fertile ground. My fertility is none of your business. Hammer, was könnten wir mit dem Hammer machen? Ich denke, der Hammer, der wird wirklich für das Fenster sein. Aber wie kommen wir zum Fenster runter, ohne uns zu verletzen? You rap loudly on the Naugahyde door. Das ist die große Frage. What's the password? You read off the strange password you discovered in the John. Ken sent me? Ein Apfel für die Dame? I don't need anything of yours, baby. Just little old you. Aber wie denn? Hey, I'm not in the rough trade. You wanna get busy? You can start by taking off your clothes. Ach, kann There's man... nothing on the floor you need, and a light you should avoid. So hier? You quickly check your fly by zipping it up and down Nee. a few times. Zips up,
Zips down in an instant for easy access. Yeah, baby. Wie kann man die Klamotten ausziehen? It's you, Larry. Larry Laffer. Remember? Ich glaube, im Original hat man dann in den Chat einfach reingeschrieben, take off clothes, oder? Aber wie macht man das hier? Wie zieht man die Klamotten aus? You strip off your jacket. Jetzt! Jetzt hab ich's! Ja! You strip off the rest of your clothes. Ja, wir haben es geschafft! Either get dressed again or get down to business. Ja, jetzt anfassen. You hop into bed with the hooker. You feel less than satisfied. Technically speaking, you're no longer a virgin, but for some reason the thrill just wasn't there. Ein You Achievement vow to bekommen. continue your quest until you please your heart, not just your other organs. Für den ungeschützten Sex mit der Nutte. Ungeschützter Sex? In den 80ern, Larry? Im Ernst? Tja. Jetzt kannst du die Klamotten wieder anziehen. Put all your clothes back on. Das war jetzt das schwere Rätsel hier. Wie kriegt man die Klamotten aus? Liegt da was? The woman on the bed looks joyless, overweight, sallow, and kinda mean. She's either a hooker or a nun. Aber jetzt raucht die eine. Können wir die Zigarette schnurren? Die raucht gar nicht mehr. Die raucht gar nicht mehr. You smile shyly at the hooker. War ich gut? War ich wirklich gut? War ich wirklich, wirklich gut? Ich verlange detailliertes Feedback, verdammt nochmal. Oh, oh, ich habe mit einer Nutte geschlafen. Ich werf ihr einen Knochen hin und gehe dann stiften. Was it good for you? Was what good for me? I mean, I thought we really connected in a way that goes beyond the usual, you know, I'm paying you, you're paying me kind of relationship. I'm paying you, honey. You're lucky I paid attention. I was awake through almost that whole thing. So you didn't feel a spark? Oh, that's these sheets. They gotta start using fabric softener. Am I the best you've ever had, or just one of the best? Is there a third choice? You could at least tell me it was, I don't know, you were the first I've ever had. Was it at least poignant? Oh, yeah, definitely. It was pointing here, it was pointing there, it was pointing all over the place. Okay. Aber komm schon, ich war doch wirklich, wirklich gut. Have I ruined you for other men? Nah, you ruined my day, if that makes you feel any better. I've probably had worse. I once accidentally had a dead guy. He might have been worse than you. Stop. You're giving me a swelled head. Yeah, you've promised me that before. Alter. Tell me more about how I did. Why? You were there. You saw the whole thing. I know I was great, but guys like validation. Oh, of course. Where are you parked? Ach, Validate. Der ist jetzt nicht gut angekommen, ne? Also er wollte Bestätigung, dass er gut war, ne? Validation. Aber, Validation kann auch benutzt werden bei Parking Validation. Quasi, dass du bestätigt bekommst vom Laden, dass du hier wirklich nur für, dass du, wie soll ich das erklären? Du gehst, parkst in der Tiefgarage und drüber ist ein Rewe oder sowas, ne? Und wenn du beim Rewe einen Kassenbon bekommst und den beim Automaten dann reinschmeißt, dann war das Parken kostenlos, weil du halt beim Rewe geparkt hast. Wenn du aber diesen Kassenzettel nicht hast, dann hast du nicht bestätigt bekommen, dass du hier tatsächlich beim Rewe geparkt hast und dann musst du fürs Parken bezahlen. Ne? Parking Validation. Und sie hat Parking Validation quasi verstanden. So. You're not gonna put me in some little black book of customers, are you? Nah, they're not that organized.
I only have one rule when it comes to keeping track of my customers. What's that? First in, first out. Wer zuerst reinkommt, der kommt auch zuerst raus. Das ist logisch, ne? Thanks. I'll call you. Oh God. God, no. Ja, wir waren großartig. Der Beste, den sie je hatte. Wir haben sie für immer ruiniert. Sie wird nie wieder mit einem anderen Mann schlafen können. Ja, wir haben es endlich geschafft, mit der Nutte zu schlafen. Das Problem ist aber immer noch, was machen wir mit dem Apfel? Und wie kommen wir mit dem Hammer daran? Leaving the hooker without her silky undergarments? What a cad. Which stands for Computer Aided Dork. Ich würde ja gerne das hier als Kletterutensil benutzen. You take a tiny chip of paint out of the wall. Aber das geht halt leider nicht. Hat jemand eine Idee, wie wir da runterkommen, ohne hinzufallen? Denn wenn wir das hier machen, dann fallen wir hin. Up, up, and away! No. Und dann ist er tot. Also, eine Idee? Wir bräuchten was Weiches. Ein Kissen, eine Sexpuppe, eine Matratze. Irgendwas Weiches. Irgendwas Weiches. Oder was zum Klettern, ein Seil. Hm.